Im Teil 2 der Videoreihe zur Software ProCycleTime geht es heute um die Softwarekomponente Kühl- und Zykluszeitberechnung. Ich werde Ihnen in einem Schnelldurchlauf die Bedienung kurz erklären und wir starten. Die Komponente Kühl- und Zykluszeitberechnung kann man über dieses Register oder über diesen Menüpunkt auswählen. In dieser Ansicht sehen Sie dann ein untergeordnetes Menü Projektverwaltung, eigene Werkstoffdaten und Ansicht. Und ich konzentriere mich in diesem Video auf das Registerprojekt Formteil bearbeiten. Die Eingaben und Entscheidungen sind entsprechend gruppiert und Sie können über diesen Schalter diese Gruppen auf- und zuklappen. Jede Gruppe hat eine Überschrift und die Textfarbe ist rot, wenn Eingaben fehlen innerhalb der Gruppe oder fehlerhaft sind. Und ich möchte Ihnen jetzt in einem Schnelldurchlauf die Bedienung kurz zeigen. Als erstes den Polymer. Wir haben eine Vielzahl an Polymeren in der Datenbank. Die können Sie über diese Dropdown-Box auswählen oder über diesen Dialog. Hier sehen Sie dann auch die entsprechenden Werte, mit denen wir dann berechnen. So, Sie haben die erste Register alle Eingaben getätigt. Damit ist die Textfarbe der Überschrift jetzt schwarz. Und ich gehe jetzt einfach mal in einem Schnelldurchlauf die einzelnen Gruppen durch. Wie gesagt, da wo es möglich ist, müssen Sie entsprechende Entscheidungen treffen. Hier haben Sie auch Zahlenwerte, wie zum Beispiel die Massetemperatur. Hier gibt es von unserer Seite dann auch abhängig von Ihren bisherigen Entscheidungen empfohlene Werte und minimale und Maximalwerte. Ich gebe da jetzt einfach mal was ein. Angaben zum Konturwerkstoff, zur Werkzeugtemperierung, auch hier empfohlene Werte, Maximal- und Minimalwerte, Entformungsbedingungen und so weiter. Fertigungsgenauigkeit und die Zykluszeit. Wenn Sie die Zykluszeit berechnen möchten, müssen Sie zusätzliche Angaben machen. Zum Beispiel in diesem Falle die Werkzeugfachzahl festlegen und die Trockenlaufzeit. Für die Trockenlaufzeit haben wir auch noch eine Datenbank mit entsprechenden Spritzgießmaschinen und Sie können durch Doppelklick die entsprechende Trockenlaufzeit übernehmen. Hier oben gibt es noch einen Hinweis bezüglich der Werkzeugkonturtemperatur. Da habe ich mich offenbar in der Eingabe vertan. Empfohlen war 45 bis 60 Grad Celsius und ich habe hier 40 eingetragen. Das korrigiere ich jetzt mal. Damit ist dieser Hinweis erstmal weg. Und jetzt haben wir sozusagen erstmal alle Eingaben auf der linken Seite bearbeitet. Alle Überschriften sind schwarz. Und nun kommen wir zu dem Formteil selbst. Es gibt einen entsprechenden Hinweis. Sie müssen Ihr Formteil gedanklich in relevante Teilgeometrien zerlegen. Und für diese Teilgeometrien wird die Kühlzeit berechnet und die Geometrie mit der höchsten Kühlzeit ist dann bestimmend. Und wie man da vorgeht, das zeige ich Ihnen jetzt. Sie klicken auf diesen Schalter, Geometrien hinzufügen. Dann wählen Sie die relevante Geometrie aus durch einen Doppelklick. Die Geometrie wird übernommen in das Projekt. Sie müssen die Geometrieparameter noch bearbeiten, in dem Falle die Wanddicke, und schon haben wir die Kühlzeit für die Einzelgeometrie berechnet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das die Kühlzeit bestimmte Geometrie ist an Ihrem Formteil, dann fügen Sie eben eine weitere Geometrie hinzu. Das mache ich jetzt mal. Auch hier wiederum müssen Sie die Geometrieparameter
bearbeiten und er rechnet Ihnen auch für diese Einzelgeometrie die Kühlzeit aus und die mit der höchsten Kühlzeit ist dann bestimmend für Ihr Formteil. Hiermit schließe ich den zweiten Teil der Videoreihe zu ProCycle Time. Sie können auch nochmal in der Hilfe zur Software den Schnelleinstieg bezüglich Bedienung nochmal nachlesen. Im dritten Teil geht es dann um die Variantenarbeitsweise und um sonstige Themen. Vielen Dank.